Wenn wir ein Stück Stahl von der Größe von 20 auf 80 Grad Celsius aufwärmen, pumpen wir in das Stück ca. 50 Wattstunden Energie. Das ist eine Energiemenge, mit der ich mein Smartphone vollständig aufladen kann. So ist dieses Stück ein Energiespeicher. Wenn wir nur diese Wärmeenergie in elektrischen Strom umwandeln könnten. Ich bin Krzysztof Smolich, ich begrüße Sie zu meinem Video zum Thema Thermovoltaikkonverter. Das Aufheizen beherrschen wir ganz gut. Das geht mit der Verbrennung, mit elektrischem Strom oder mit elektromagnetischen Feldern. Aber wie könnten wir Wärmeenergie in elektrischen Strom umwandeln? Die Grundüberlegungen dazu habe ich schon in meinem Temido-Vortrag erwähnt. Jetzt schauen wir uns den entsprechenden Ausschnitt an. Wenn wir uns unsere Welt genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass die Wärme eine Mülldeponie aller Prozesse ist. Als Beispiel nehmen wir einen Fernseher. Ein Fernseher wandelt die elektrische Energie 100% in Wärme um. Die Elektronik wird warm. Das sind zuerst schon Energieverluste. Die Funktion selber, also das ausgestrahlte Licht und der Schall, werden aber letztendlich auch zu Wärme. Also, der Fernseher hat die elektrische Energie komplett in Wärme umgewandelt. Und das ist fast mit allem so. Schauen wir uns ein Auto an. Machen wir mit einem Elektroauto eine Rundreise, sagen wir mal 300 Kilometer. Danach kehren wir genau zu dem Startpunkt A zurück. Mechanisch gesehen haben wir überhaupt keine Arbeit gemacht. Der Wagen steht genau dort, wo er vor der Reise stand. Die Hälfte des Stroms ist aber weg. Wohin ist die Energie gegangen? Sie wurde in Wärme umgewandelt. Die Luftreibung, Rollreibung der Reifen, der Motor wird heiß, die Batterien auch. Alles Wärme. Ein ganz kleiner Bruchteil der Energie ging an den Materialabrieb, also Reifen, Bremsen und so weiter. Aber das Allermeiste ist Wärme. Und bei einem Benziner oder Diesel ist es noch schlimmer. 3-mal so viel Wärme wird schon bei der Verbrennung freigesetzt. Und das ist mit allen Prozessen so. Fast alle Energie wird letztendlich zu Wärme. Das ist mittlerweile zu einem Problem unserer Zivilisation geworden. Wir heizen unseren Planeten immer mehr auf. Und das Problem ist, dass wir bisher keinen Weg gefunden haben, die Wärmeenergie in eine andere Energieart, vorzugsweise direkt in elektrische Energie, wirkungsvoll und praktikabel umzuwandeln. Eigentlich kennen wir schon einen Effekt, der die Wärme in Elektrizität umwandelt. Das ist der thermoelektrische Effekt. Er ist aber sehr wenig effizient und nicht wirklich praktikabel. Der thermoelektrische Effekt benötigt einen Temperaturunterschied. Dort muss es immer eine heiße und eine kalte Seite geben. Bei einer konstanten Umgebungstemperatur sind beide Seiten gleich warm. Dann funktioniert es nicht. So leitet man davon automatisch eine Grundbedienung ab. Man nimmt an, das Temperaturgefälle ist eine allgemeine Voraussetzung für solch eine Konvertierung. Ich sehe das ganz anders. Dieses Handtuch ist ein Beweis, dass es auch anders geht. Das Tuch ist nass und trocknet. Das Wasser im Tuch verdampft. Dafür wird die Wärmeenergie verwendet. Das Tuch kühlt sich dabei ab, die Wärme rückt von der Umgebung nach.
Also hier wird die Wärme aus der Umgebung entnommen und in eine Gasströmung umgewandelt. Wir haben hier eine konstante Zimmertemperatur, kein Temperaturgefälle. Also prinzipiell geht es doch. Aber schauen wir uns an, was hier eigentlich passiert. Die Wassermoleküle verlassen hier das System und nehmen Energie mit. Das könnten ja Elektronen sein. Dann hätten wir einen elektrischen Strom. Wie gesagt, in einem Material, wärmebedingt, bewegen sich die Kerne und Elektronen hin und her. Bei leitenden Stoffen, zum Beispiel Metallen, gibt es sogenannte freie Elektronen. Sie sind schwach an den Kernen gebunden und können sich innerhalb des Materials bewegen. Das sind die Elektronen, die das Stromleiten unterstützen. Angetrieben durch diese chaotischen Hin- und Herstöße wandern diese freien Elektronen ungeordnet durch das ganze Material. Das sind sogenannte Brownsche Bewegungen. Die Intensität dieser Wanderungen steigt mit der Temperatur. Was sind aber diese Bewegungen eigentlich? Elektronenbewegungen sind Ströme. Das heißt, hier in dem Stück Metall fließen elektrische Ströme. Sie sind thermisch angetrieben. Je höher die Temperatur, desto höher ist der Gesamtstrom, der dort fließt. Von außen kriegen wir davon aber nichts mit, weil die Vektorsumme von all diesen Bewegungen gleich Null ist. Die elektrische Energie ist aber da. Diesen Gesamtstrom gibt es ja. Wir müssen also die Elektronen dort umlenken. Sie sollen sich in eine gemeinsame Richtung bewegen. Dann haben wir dort einen einheitlichen Strom, den wir nutzen können. Der Punkt ist, wir müssen diese Richtungskorrekturen schon in einer Mikroskala angehen, dass die Elektronen so wenig wie möglich im Material herumirren. Ich denke an solche Mikroventilzellen. Ein Elektron kann in solch eine Zelle nur von einer Seite hineingehen und kann diese Zelle nur über eine andere Seite verlassen. Ähnlich wie bei einer Diode. So ein Thermovoltaikmodul würde aus einer Kaskade von tausenden solchen Zellen bestehen, die in Reihe geschaltet sind. Die Elektronen werden dann thermisch angetrieben von einer Zelle zur nächsten wandern. Irgendwann verlassen sie das Material und nehmen die Energie mit. Diese Energie wird dem Material fehlen. Seine Temperatur sinkt. Dann wird die Wärme von der Umgebung einfließen, um den Temperaturunterschied auszugleichen. Ähnlich wie bei unserem trocknenden Tuch. Ein geschlossener elektrischer Kreis sorgt dafür, dass neue Elektronen nachrücken. So wird die Energie, die als Wärme gekommen ist, mit elektrischem Strom abtransportiert. Wo konnte man so etwas einsetzen? Im Prinzip überall. Aber man muss hier die Leistung abwiegen. Die elektrische Energie, die solch ein Konverter liefert, ist von der Temperatur der Umgebung und seiner Fläche abhängig. Und bei manchen Anwendungen könnte das problematisch sein. Kleingeräte wie zum Beispiel Smartphone kann man schlecht mit solchen Konvertern ausstatten. Also zuerst eher stationäre Anwendungen, wo es viel Wärme gibt. Das wäre zum Beispiel bei thermischen Sonnenkollektoren der Fall. Da haben wir genug Wärme und ausreichend viel Fläche. Ein anderes Thema ist Energiespeicherung.
Dafür ist die Wärme eine echte Option. In einem auch geheizten, gut isolierten Material lässt sich sehr viel Energie speichern. Mit so einem aufheizbaren Steinblock könnte man eine autonome lokale Energieversorgung aufbauen. Wenn die Sonne oder der Wind da ist, beheizen wir den Block. Wenn wir den Strom brauchen, nutzen wir unseren Konverter. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit sehe ich in der Kühltechnik, Kühlschränke und Klimaanlagen. Also, Sie sehen, wir brauchen das Ding. Dafür müssten wir allerdings etwas tun, sonst wird das nichts. Das kann man wohl sagen. Die Frage ist, wie soll solch ein Thermovoltaikkonverter im Detail aussehen? Ich denke, ich weiß die Lösung. Um die Idee umzusetzen, ist allerdings der Zugang zu bestimmten Technologien erforderlich. Das ist die Photolithografie, Halbleiter-Mikrotechnologie, vielleicht Nanotechnologie. Diesen Zugang habe ich leider nicht. Deswegen bin ich an einer Kooperation mit einem Unternehmen interessiert, das Interesse an der Entwicklung eines solchen Konverters hat. Man musste mit einem Prototypen anfangen. Zuerst geht es nur darum zu sehen, dass solch eine Konvertierung unter homogenen Temperaturbedingungen Strom liefert. Nur einen ganz kleinen Strom. Zunächst geht es nur darum, es zu beweisen, dass solch eine Konvertierung ohne einen Temperaturgradient, also ohne eine heiße und kalte Seite funktioniert. Wenn das Prinzip stimmt, dann ist die Weiterentwicklung des Konverters eine reine Fleißaufgabe. Durch die Optimierung von vielen kleinen Details kommt man dann zu einem marktfähigen Gerät. Zum Prototypen habe ich eine ganz klare Vorstellung. So denke ich, nach einigen Wochen hätten wir die Antwort. Wenn jemand an einer Zusammenarbeit interessiert ist, hier ist die Kontaktadresse. Der Videoausschnitt, den Sie gesehen haben, kommt aus der Temido-Videoreihe. Dazu gibt es ein kurzes Preview im Anschluss. Damit bedanke ich mich für das Zuschauen. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Was brauchen wir jetzt? Fakten haben wir genug. Wir müssen uns bloß von manchen Interpretationen trennen. Wir müssen das Ganze, was wir wissen, neu einsortieren. Das ist die Gravitation, Elektrizität, Magnetismus, Photonen und eine Zusammenfassung. Diese Kraft kommt vom Netz. Das ist keine Anziehung. Der Planet verformt das Netz und das verformte Netz drückt den Ball zu den Planeten. Aber in diesem Abschnitt ist ganz anderes. Die Funktion ist steigend. Mit der steigenden Entfernung wird die Anziehung nicht schwächer, sondern stärker. Das ist doch ein Haltemechanismus. Einmal drin wird das Proton hier festgehalten. Je weiter weg, desto mehr angezogen. Das, was wir elektromagnetische Wellen nennen, sind keine Wellen, sondern Strömungen von Photonen. Solch einen wechselgetriebenen Antriebsmechanismus gibt es nicht. Die Geschwindigkeit des Lichts lässt sich dadurch auf die klassische Weise errechnen. Die Zeit läuft in einem konstanten Tempo, die Definition der Länge ist fix. Für derartige Interpretationen gibt es überhaupt keinen Bedarf.